Offroad? Yes. Ich habe richtig Puls und Angst, mir den Fuß zu brechen. Gas, Gas. Ich komme. Oh je. Es hat geregnet die ganze Zeit. Noch mehr Regen. Gar kein Profil gerade. Oh, ich habe mir irgendwie den Fuß... entspann dich. Er kam jetzt gerade wieder und meinte, da kann man nicht fahren. Chaka, ich liebe das Abenteuer. Scheiße, das ist die Seite mit dem Auspuff. Ein Abenteuer zeichnet sich dadurch aus, dass man mutig aus seiner Komfortzone herausgeht und nie weiß, was als nächstes kommt. Montenegro Anfang Mai. Vor uns liegen die Adventure Country Tracks, legal befahrbare Offroad-Strecken in Europa. Der Frühling birgt Faszination, aber fordert uns in den gewaltigen Hochebenen zu einem ungeahnten Abenteuer heraus. Von dort unten sind wir jetzt gerade gekommen und in diese Richtung geht es nun. Von unserem Schlafplatz heute Nacht sind es 13 Kilometer bis hierhin und ungefähr 15 Minuten braucht ihr dafür, beziehungsweise wir haben da jetzt eine halbe Stunde für gebraucht, weil wir so oft angehalten haben, um noch zu fotografieren und die Landschaft aufzunehmen. Weil schon bis hierhin ist es einfach wahnsinnig toll. Das Bergmassiv Durmitor strotzt mit über 2500 Meter hohen Gipfeln, durch die zu fahren ein beeindruckendes Gefühl ist. Jo Leute, von hier aus, vom Sedlo Pass, geht es jetzt auf den ersten Tag von den Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien. Ja, es ist hier ziemlich kalt, Anfang Mai. Hier und da liegt noch Schnee. Insgesamt warten jetzt 1150 Kilometer abenteuerlicher Offroad und Onroad Adventure Country Tracks Spaß auf uns. Und ich freue mich jetzt mega darauf zu starten. Ich bin zum ersten Mal hier in Montenegro und ich bin jetzt schon total begeistert von diesem Land. Allein der Startpunkt von diesem Track ist jetzt schon der absolute Wahnsinn. Diese Aussicht lohnt sich auf jeden Fall. Der erste Tag ist vorgesehen mit 180 Kilometern, davon 52% Offroad. Wir werden die härtere Offroad-Strecke versuchen zu fahren. Es hat die letzte Nacht stark geregnet und gewittert. Mal schauen, ob das möglich ist, die Strecke zu fahren. Los geht's! Doch bevor die Abenteuer-Motorradreise beginnen kann, fehlt noch eine wichtige Sache: ein voller Tank. Nochmal eben tanken, bevor es auf den ACT-Tag 1 geht. Das ist hier in Montenegro wirklich sehr günstig mit 1,39 €. Macht das echt Spaß? An den Herrn hinter mir zahlen wir 10 € Eintrittsgebühr für den Durmitor Nationalpark. Dann geht es endlich los in das 6-tägige Abenteuer, das am Ende doch länger dauert. Je weiter wir in die Berge hineinfahren, desto kälter wird es. Irgendwer meinte, ob der Schnee hier schon geschmolzen sei auf dem ACT Montenegro. Nee, der liegt noch und es ist eisekalt. Eisekalt. 7 Grad, Griffheizung auf 1000. Los geht's. Ich habe schon meine Schneeketten drauf. So, hier geht's jetzt rein. Wow, steinig ist es. Oh. Direkt hinfahren. Nein. Hier geht es jetzt los. Ja, so sieht das hier aus. Steinig. Das ist natürlich eine crazy Geschichte hier. Ist ja der Wahnsinn hier, ey. Das geht ja schon gut los. Ja, das ist Gravel, Hardcore, ordentlich steinig. Hier wird das Discovery-Gepäck auch mal so richtig auf Herz und Nieren getestet. Ja, das muss man natürlich auch mit dazu sehen. Ne? Wir sind hier dick beladen. Ja. Das merkst du hier dann auch, wenn es so rumpelig wird. Ich frage mich, ob ich meine Spiegel abmachen soll. Die Spiegel bleiben, auch auf die Gefahr hin, dass sie beim Hinfallen kaputt gehen, dran. Ob das so eine gute Idee ist, wird sich noch zeigen. Um eine Wasserstelle im Tal, umgeben von schroffen Gesteinsriesen, entdecken wir: Wow, ey, wilde Pferde. Das ist ja wohl hier das absolute Naturparadies, wo man einfach den Ursprung von so vielem Leben sehen kann. Super geil. Ja, fahrerisch ist es auf jeden Fall
nicht so, dass man hier gelangweilt ist am Anfang. Wie erlebst du es? Nicht ganz ohne. Also ein bisschen Offroad-Erfahrung sollte man wirklich hier haben. Ja. Also Medium finde ich passt schon, ist eine ganz gute Einstufung für den Tag, auch wenn er hier gerade erst begonnen hat. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Anfang von ACT Portugal. Also hier gehört schon ein bisschen was dazu. Mit diesen dickeren Steinen muss man schon ein bisschen konzentrierter sein. Insgesamt muss ich sagen, macht die Afrika Twin das hier wirklich richtig gut. Die schiebt da so durch über das Geröll. Da braucht man als Fahrer eigentlich nicht so viel machen. Die Maschine findet ihren Weg und es macht einfach richtig Spaß, mit so einem guten Motorrad die Strecke zu fahren. Ach, es macht einfach richtig Spaß. In 6 Etappen führen die Adventure Country Tracks Montenegro und Albanien, kurz ACT, vom Norden Montenegros bis nach Leskovic in Albanien nahe der griechischen Grenze. Sie können in beide Richtungen befahren werden und bieten an manchen Tagen wie heute die Möglichkeit, verschiedene Schwierigkeitsstufen zu wählen. Die schwere Variante des Tracks verlängert die geplante Fahrzeit für den heutigen Tag um 2 Stunden, wobei das Wetter als unplanbare Variable die Strecke zusätzlich erschweren kann. Und weil die Pfützen noch nicht groß genug sind, Alter Schwede, ey! Holla die Waldfee! Ja, jetzt regnet es hier auch noch. Wir haben nicht so die leichtesten Bedingungen und wir fahren hier heute den schweren Track. Meine Muskeln zittern gerade so ein bisschen. Also ich habe mir von der Dame auf dem Campingplatz ja heute mal kurz das Wetter zeigen lassen, wie sie das so sieht. Und da war kein Gewitter, da war halt nur Regen. Deswegen lasst es einfach weiter. Gelle? Yes. Da vorne ist auch schon wieder blau. Ja, wir müssen das Positive sehen. Hier regnet es wie Sau und da ist es blau. So, hier der erste Tricky Part, wo wir mal auf die Wiese wechseln. Weil hier ist einfach zu krass. Wollen wir mal. Ja, das geht aber dicke Steine hier. nicht nur das Wetter macht mir an diesem Tag zu schaffen, sondern auch die für den Balkan typischen freilaufenden Tiere. Ja, der erste Hund, da kommen mehr Hunde. Die bellen nur, ne? Diese, ja. Mein Herz schlägt trotzdem jedes Mal schneller, wenn mich wilde Hunde verfolgen. Okay, hier sind einfach Kühe mitten auf dem Weg. Ja, entspann dich. Fall jetzt nicht hin. Hallo. Kooperationsbereit machen die wohlerzogenen Nutztiere Platz. Ich habe mich echt gewundert, wo die hier teilweise mit ihren Häuschen noch leben. Völlig abgeschieden. Das kriegst du dann ein paar Kilometer vorher mit, wenn du dann diese Kuhherden und die Hunde dann auf den Straßen findest. Die gehören dann, glaube ich, auch zu diesen Häusern dann dazu, weil die leben dann einfach davon, von der Viehzucht. Es ist ein sehr, sehr natürliches Land. Das ist einfach wunderschön und das kann ich gerade wirklich genießen hier mit dem Motorrad. Selbst das Stück des ACT, was man dann auf der Straße fährt, hat es wirklich in sich, muss man sagen. Wir fahren hier gerade am Fels entlang und wenn wir dann so zur linken Seite runter gucken, dann ist das wirklich unfassbar tief. Boah, da wird einem schon kurz schwindelig. Wow. Alter, was eine Aussicht und was ein Abgrund. Wenn du hier runterfällst, bist du einfach sofort tot. Geil, jetzt fuhr gerade ein montenegrischer Herr mit seinem Vater vorbei. Fragte mich, ob alles gut ist. Ich sagte so, jo, alles top. Also auch wenn man hier mal irgendwie am Straßenrand liegt, die sind sehr, sehr aufmerksam und freundlich. Ein Abenteuer zeichnet sich dadurch aus, dass man mutig aus seiner Komfortzone herausgeht und nie weiß, was als nächstes kommt. Okay, hier ist jetzt irgendwas mit Polizei, die quer steht. Ein Unfall oder was ist das? Also, ist okay? Wir sollen hier einfach sein. Hi. Bis 3 ist gesperrt, die Straße. Oh. And where are we going? Červnik. Červnik? Yeah, here, you can see. Červnik is our track. And then we go into the mountain. Oh, I put block. Yeah.
Yeah, Oh. off-road. Yeah. Off-road. Yes. 1 kilometer speed from road. Okay, dann müssen wir überlegen, was wir machen. Wir drehen uns um und fahren wieder zurück. Laut Polizei dauert es 2 Stunden, bis die Straße wieder befahrbar ist. Sollen wir die Zeit abwarten und Hunde streicheln? Ja, wenn du mich gerade vom Straßenrand angefallen hättest, dann fände ich das okay. Guck mal, der wedelt hier noch so süß mit dem Schwanz. Was bist du denn für ein Süßer, ha? Kann du was Sitz machen hier, ne? Genau. Vielleicht streichelt dich ja jemand. Oh, schön. Weitermachen, ey. Nope. Wir fahren weiter zurück bis kurz vor Chablais. Und? Kleine Planänderung. Kurz nach dem Offroad-Part mussten wir leider umkehren, weil die Straße gesperrt war. Da stand Polizei und die sagten, hier könnt ihr nicht weiterfahren, hier gibt es eine Demonstration. Deswegen mussten wir uns jetzt ganz spontan was anderes überlegen. Wir haben hier ein Häuschen gefunden, weil wir heute den Tag eh nicht zu Ende fahren können. Mit einem Kühlschrank und einem Wasserkocher, einem Bett und dann geht's noch nach oben. Da oben ist ein kleines Bettchen. Eine Heizung ist auch da. Können wir gleich mal die Füße trocknen mit einem wunderschönen Ausblick in den Durmitor Nationalpark, wo wir ja gerade schon gefahren sind. Das Ganze kostet nur 60 € die Nacht und hier werden wir es uns jetzt noch mal gut gehen lassen, bevor es dann weiter morgen Tag 1 auf dem ACT geht. Ja, meine Sonnencreme brauche ich heute wohl eher nicht. Ja, das Wetter soll nicht so gut sein. Heftige Windböen und Regen. Mal schauen, wie gut wir das hier schaffen. Bye! Back on Track zeigt sich die Stelle, an der uns gestern die Polizei stoppte, heute herrlich frei. Keine Demo, keine Sperre, stattdessen genussvolle Motorradfahrt. Von der breiten Straße geht es bald auf enge Serpentinen. Bin froh, dass ich so schön schmal bin mit dem Bike, das hier gut zwischen Gegenverkehr und Abhang passt. Hier hat man einen schönen Blick ins Tal und da geht es auch relativ steil runter. Hier ist ein Baum umgefallen. Wir nähern uns der tiefsten Stelle des Tals. Feine Rinnsäler deuten schon an, Okay, hier ist jetzt so ein bisschen so ein Flussverlauf. der an sich harmlos wäre, hätte es nicht die letzten Tage so viel geregnet. So, nächste Herausforderung, ein Fluss. Und weil das nicht reicht, sind da hinten schon Hunde, die auf uns warten. Das mit den Hunden ist jetzt hier so meine Aufgabe bei der Reise, glaube ich. Das zu lernen. Hier ist es zu tief, oder? Vielleicht fährt man hier. Ich habe richtig Puls und Angst, mir den Fuß zu brechen. Ich bin hier, um dir zu helfen, wenn was ist. Okay? Du musst sofort reinkommen, ne? Ich komme sofort rein, wenn was ist. Sehr gut, sehr gut. Gas. Ich komme. Komm. Ich bin da. Gas geben, Gas. Gas. Ich schieb. Ja, Gas. Ja, ich helf dir. Ich muss die, glaube ich, runterdrücken, oder? Nein, ich stehe vor einem Stein. Okay, hältst du die? Ey, ich rutsch hier so weg. Ja. Ich hab sie. Oh, ich häng scheiße, Alter. Ich helf häng dir. in der Fußraste. Alter. Der Auspuff ist aus dem Wasser raus. Wir können uns kurz ausruhen. Gas? Ja. Dran. Du kippst mich um in die falsche Richtung. And, Man kriegt halt gar keinen Grip mit den Füßen. ja. Okay, und wir haben es geschafft, so gut wie. Check. Das war das kleinere Motorrad von beiden. Problem ist, hier ist halt ein richtig tiefes Loch. Da hinten geht's nur. Wenn man das Loch umfahren will, muss man hier so einen Knick fahren. Das ist schwierig. An dieser Stelle umzudrehen, war für mich übrigens keine Option. So, einmal durchatmen. Da hinten ist das Ziel. Das schaffe ich. Und wenn nicht, finden wir eine Nicht da. Lösung. Chaka, Schottermodus ist drin. Den halben Fluss habe ich schon in meinen Füßen. Da hinten warten die Hunde. Chaka, ich liebe das Abenteuer. Ich bin dabei. Scheiße! Scheiße! Helf mir!
Hoch! Hoch das Motorrad! Scheiße! Wo ist der Auspuff? Scheiße, das ist die Seite mit dem Auspuff. Scheiße. Hast du? Ja. Ich rutsche weg. Ich liebe das Abenteuer. Ich liebe das Abenteuer. Auspuff ist raus. Jo! Da kam eine riesen Fontäne einfach bis hinten an den Rand. Gib erstmal ein bisschen Gas und so. Der Pump, die muss erstmal Wasser rausschleudern. Spuck das raus, alles. Das muss alles raus. Ich komme hier halt nicht vor, nicht zurück. Warte. Nee, das macht nichts. Du greifst dich an. In dem Moment, wo es nach vorne gibt, nach zweimal Schaukeln, gibst du Gas. Und jetzt. Nee, wir sind hier irgendwie gerade schlecht unterwegs. Kannst du irgendwie lenken? Ja, wohin? Nach links. Wir versuchen die mit Gas rauszulenken. Okay. Wie die Försterwände. Ja. Kipp. Gas. Nee, rutscht einfach. Scheiße, wir sind voll festgefahren. Wir machen nochmal zurück. Das war fast. Ja. Ja, wir müssen. Jetzt. Oh, nee, da ist was hinter deinem Rad. Warte, ich räume den mal weg. Nee, kriege ich nicht. Das ist ein Riesenbrocken. Okay. So. Was können wir machen? Mit Wir Karacho müssen jetzt- lenken ein bisschen nach links. Boah, bin ich fertig, ey. Und jetzt Gas. Fahr raus. Oh, ich kippe. Oh, nee, gut. Okay, weiter. Warte, soll ich mal eben kurz vorne gucken? Das ist nämlich so ein Keil. Der wird dir den Weg erschweren. Okay, danke. Okay. Warte, das sind alles Dinge, an denen kippst du. Ja. Jetzt ist hier nur noch Sand. Ja. Bevor jetzt die Leute kommen, das liegt am falschen Modus. Das Hinterrad dreht volles Rohr durch. Das liegt nicht am Modus. Das ist einfach arschglatt hier und die Karre gräbt sich an wie Sau. Da haben wir das Abenteuer. Von innen nach außen sind die Stiefel ziemlich dicht. Oh Ja, Mann, immer oh Mann. das Positive sehen. 9:30 Uhr morgens und wir haben schon die erste Flussdurchfahrt mit ordentlichem Workout hinter uns. Oh, hier sind so Fischzuchtbecken. Deswegen passen die Hunde hier so gut auf. Da hinten Number 1 und da oben ist Number 2. Ah, da ist ja der Mann. Hallo. Okay, da wohnt also jemand. Den haben wir jetzt aufmerksam gemacht. So, auf den Schock gibt es jetzt erstmal eine Banane. Bananenmus gibt's jetzt. Bananenbrei. Und dazu noch ein Fischlein. Wow. Und schmeckt? Das ist extra dafür angelegt, weil Forellen brauchen nämlich Strömung. Also die gibt es ja nur in so Flüssen. Er ist auf jeden Fall well prepared mit seinen Gummistiefeln. Ja, die hätten wir gerade mal gebraucht. Wo man sieht richtig deine Ader hier. Huiuiui, kurz vor Schlaganfall. Wow, er geht da jetzt rein und macht es sauber. Oh ja, interessant. So interessant das Zusehen auch ist, wir müssen weiter. Fahr einfach. Nachdem wir gestern die ersten 30 Kilometer von ACT Tag 1 gefahren sind, liegen heute noch 150 Kilometer Strecke vor uns. Da oben geht es jetzt gleich weiter. Das mit der Flussdurchfahrt. Wir haben jetzt übrigens erst die ersten 8 Kilometer hinter uns gebracht, nachdem wir die Flussdurchfahrt gemeistert haben. Also, und dafür haben wir eine Stunde gebraucht einfach, bis wir dahin waren. Also 8 Kilometer, eine Stunde. Wir sind mal gespannt, ob wir den Tag hier schaffen heute. Die Füße sind auch schon wieder nass nach der ersten Pfütze hier, nach der Straße. Ich glaube, die bleiben auch heute nass. Wow, fuck! Scheiße! Das war eine Pfütze. Oh, hi, moin! Überraschend treffen wir hier im Nirgendwo auf einen anderen Motorradfahrer. I am from Latvia. Von Latvia, okay. Jo, jetzt haben wir ja noch einen aus Lettland getroffen, der hier auch gerade fährt. Aber irgendwie sieht der nicht so aus nach der Pfütze. Ich glaube, der ist nicht durchgefahren. Der Lettländer fährt an uns vorbei und kommt einige Minuten später wieder zurück. What? Money? Okay, er kam jetzt gerade wieder und meinte, da kann man nicht fahren. Davon wollen wir uns selbst überzeugen. Mögliches Hindernis: der Track steht voll mit Wasser. Beim Versuch, mal nicht wieder einen Schwall davon in den Stiefel zu bekommen, lande ich jedoch voll im tiefen Matsch. Oh je, was? Mein
Fuß ein bisschen verdreht. Alles gut, hier das Ding aus. Ja, das war sehr rutschig hier. Ich war zu schnell. Ich habe einfach drauf gehalten und dann bin ich da so rein. Ich war schon hier nass von der letzten Pfütze überall und dann dachte ich mir, ich spare mir die Pfütze und fahre einfach außen rum. Aber es war dann doch ein bisschen zu glatt. Und hier wartet auch noch mehr Regen auf uns. Okay. Oh, ich habe mir irgendwie den Fuß doch ein bisschen verknackst, merke ich. Hintenrum ist der ein bisschen komisch. Wir fahren weiter, das geht. Ja, da ist irgendeine Sehne, so ein bisschen quer. Das ist scheiße. Das ist übrigens gar kein Profil gerade. Wow, Medium, Freunde. Ja. Aber man muss dazu sagen, es sind wirklich auch scheiß Wetterbedingungen. Ey. Es hat geregnet die ganze Zeit jetzt und gestürmt. Es ist einfach alles mega nass und rutschig. Der Weg wird zunehmend holpriger. Gegen diese Erschütterungen kommt auch der Bildstabilisator der GoPro nicht mehr an. Als der Regen nachlässt, bleiben wir stehen und verschnaufen mal kurz. In das Tal geht's jetzt rein. Boah, ist das schön hier. Wetterbedingungen sind natürlich so wie sie sind, aber landschaftlich trotzdem echt einfach mega. Schön Schotter, dicke Steine und dann noch Kurven. Über mangelnde Herausforderungen können wir uns wirklich nicht beschweren. Hier sind wir ziemlich alleine. Der letzte Motorradfahrer, den wir heute sehen, war der Lettländer, der sich vor einigen Kilometern von uns verabschiedet hat. Es gibt zwar hier und da in den Bergen Hütten, doch die sind, soweit wir das erkennen können, überwiegend leer. Ja, hier hoch wird es dann aber auch wieder ein bisschen mehr Schotter. Wow, hier ist ein toller Ausblick. Hier geht es richtig geil, schottrig hoch. Nicht ohne, aber konstante Geschwindigkeit, dann geht's. Boah, das Geschenk. Auch eine Pfütze voraus, aber ich glaube, wenn man langsam außen rum fährt, dann könnte es gehen. Boah, zum Glück muss man jetzt nicht da lang, sondern man kann da lang. Ist super glatt hier. Oh Mann. Die schweren Reise-Enduros haften auf dem unterspülten Rasen-Matsch-Gemisch wie auf Eis. Also eher wenig. Es ist stellenweise die reinste Schlitterpartie. Die Haftung der Heidenau K60, die auf beiden Motorrädern aufgezogen sind, gibt bei den schlammigen Parts komplett auf. Da hilft nur mit Feingefühl und Balance in kleinen Schritten zum Ziel. Du drehst komplett durch, Julian. Wenn du jetzt gerade ausfährst, hast du vielleicht eine Chance, aber du musst ganz langsam anfahren. Na? Nee, stopp. Stell die Maschine ab, wenn das geht. Ich kann die nicht abstellen. Okay, ich roll mich langsam runter und dann... Ja, ich bin drauf. Dann gucke ich, dass ich es langsam schaffe. Nein, du drehst dich wie Sau. Willst du mir warten, bis du Hilfe hast oder fühlst du dich sicher gerade? Ich fühle mich relativ sicher. Okay. Aber das sieht gut aus bei dem Grünen bei dir. Sehr gut, ich komme auch hinterher. Die Linie gut zu wählen entscheidet über Sturz oder nicht. Alles ist nass und glitschig und kein Klo nicht gehalten. Alles gut. Ich krieg das aber alleine, Julian. Yeah. Ich hab es. Alles gut. Es war einfach in der Spitze hier weggerutscht. Hinten aus, wieder an, einmal durchatmen. Das ist eine Schlammschlacht. Und wenn du denkst, du hast es geschafft, dann findest du dich eine Minute später so wieder. Und da unten sieht es hier so aus. Frag mich nicht, was das sollte. Bin hier plötzlich so gelandet. Die Strecken in Montenegro und Albanien werden von Seiten des Vereins der Adventure Country Tracks als schwierig eingestuft. Sie sind wegen der Abgeschiedenheit und den anspruchsvollen Offroad-Parts für Erfahrene empfohlen, die mindestens zu zweit unterwegs sind. Sprich, man sollte im Voraus mehrere Offroad-Fortgeschrittenen Kurse gemacht haben und
frei von Höhenangst sein. Warum das so wichtig ist, seht ihr auch in den nächsten Videos. Mal eben kurz eine Abkürzung genommen, beziehungsweise wieder zurück auf den richtigen Weg. Abstieg hier. Wir haben gerade mal 90 Kilometer hinter uns. Das heißt, wir haben noch 90 Kilometer vor uns heute. Die gehen zu einem Großteil über Asphalt. Doch auch on-road sind die Unwetter der letzten Tage sichtbar. Erdrutsche spülen große Haufen Geröll auf die Straße. Für die letzten Offroad-Kilometer führt uns der Track in grüne, frische Wälder hinein. Hier fahren wir teils direkt an einem Fluss entlang. Das ist ein Fahrgefühl, wie ich es mir im Dschungel vorstelle, und bringt nochmal ein neues landschaftliches Bild nach den vielen weiten Panoramen, die wir heute schon in der Gedächtniskamera gespeichert haben. Ein besonders eindrucksvolles Panorama wird übrigens extra für das Ende des Tages aufgehoben. Park Prirode Komowi. Schakalaka, die letzten Kilometer für heute. Dieses Schutzgebiet umfasst das gleichnamige Komowi-Massiv, eine der höchsten Gebirgsgruppen der Dinarischen Alpen, mit Gipfeln über 2400 Metern. Nach dem Regen kommt der Bogen. Ja, irgendwo hat das mit dem Regen ja dann auch wieder was Schönes, ne? Also das war ein ganz fantastischer erster Tag. Echt landschaftlich einfach absolut mega. Fahrerisch auch echt, man muss sagen, anspruchsvoll. Also für absolute Anfänger wirklich nicht geeignet. Aber gut machbar und eine wirklich absolut tolle Strecke, die da rausgesucht haben. Also wirklich mega empfehlenswert. Das ist, glaube ich, eins der tollsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, rein fahrerisch. Ja, insgesamt gab es an diesem Tag, an diesem ersten Tag auf dem ACT Montenegro Albanien 3 Offroad-Etappen. Jede von denen war unterschiedlich. Die letzte kann man easy fahren. Die zweite hat es definitiv in sich wegen dem Fluss. Und die erste durch den Durmitor Nationalpark ist einfach wunderschön. Und es ist halt sehr viel loses Geröll, aber auch einfach alles steht für sich. Und es ist jetzt hier ein super schöner, erleichternder Abschluss, sage ich mal, weil alles ist heil geblieben. Es war alles gut machbar zu zweit. Also wenn ihr das auch mal fahren wollt, geht auf die Internetseite adventurecountrytracks.com, sucht die passende Mitgliedschaft für euch aus und habt Zugriff auf alle Adventure Country Tracks, die es bisher gibt. Falls ihr nach Montenegro fahrt, dann kann ich einfach nur sagen, ihr werdet nicht unterfordert sein fahrerisch, gerade wenn eben so mit Regen, mit Kälte, sehr windig war es. Einfach ein geiles Abenteuer. Ich freue mich auf morgen. So endet die erste von 6 harten Offroad-Etappen der Adventure Country Tracks Montenegro Albanien mit einer gewaltigen Berglandschaft, aufgeweichten Händen mit Spielen und, wer hätte das gedacht, heilen Spiegeln. Ob die auch den morgigen Tag überleben? Falls nicht, ja, der Ort, wo wir hier gestrandet sind am Ende des Tages, hat alles, was man braucht. Ein Krankenhaus ist auch dabei. In der Zielstadt Andrejevica erwartet uns nicht nur Autokultur. Ja, die Autos, die bei uns in Deutschland nicht mehr durch den TÜV kommen, die werden hier bestimmt noch 10 bis 20 Jahre weitergefahren, bis einfach ja nichts mehr geht. Aber das ist, glaube ich, hier so einer der Normalzustände, wie hier ein Auto aussieht. Wir sind hier gut willkommen geheißen worden von einer Katze im Hotel. Oh. Ein tierisch guter Empfang. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss zugeschaut hast und wir sehen uns dann unterwegs oder im nächsten Video.